Nachdem wir auf unserer Panamerikaner-Reise einen ungewollten Stillstand hinnehmen mussten, geht es endlich weiter und Patagonien raubt uns den Atem. Auf unserer Route quer durch die Region geht es einmal mehr über die Grenze. Wir durchqueren ein Gebiet, wo nur wenige Menschen hinkommen und wo die Dinge etwas anders laufen. Also es ist tatsächlich die einzige Grenze, wo alles per Hand stattfindet, nicht digital. Natürlich bringt das auch einige Strapazen mit sich. Doch solche Erlebnisse muss man sich eben verdienen. Diese Landschaft hier in Patagonien, das ist einfach, das ist einzigartig. Das ist, mir fehlen die Worte. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr seht, die Landschaft hat sich verändert seit dem letzten Mal. Wir sind endlich aus Gobernador Gregores rausgekommen, an einen sehr windigen Platz, aber in der Natur. Es geht uns zum Glück wieder ein bisschen besser. Es fühlt sich richtig gut an, wieder unterwegs zu sein. Boah, aber eigentlich hätte heute windstill sein sollen. Das ist halt, so sieht es halt aus, wenn es in Patagonien windstill ist. Boah, kalt ist es draußen, windig. Ja, richtig unangenehm ist es geworden. Wieso? Aber zum Glück scheint die Sonne, die wärmt ein bisschen auf. Das stimmt. Aber ja, man sieht, in der Nacht hat es geregnet, hier wo wir jetzt stehen, und oben die Berge, die sind alle weiß, also da oben ist alles Schnee. Ja. Aber der Platz ist unglaublich schön, also diese Lagune, diese Farben, das ist wieder mal so ein Platz, der einfach 10 von 10 Punkte, oder? Patagonien. Patagonien, mit dem Wind dementsprechend. Ja. Aber wir ziehen uns jetzt kurz warm an, denn wir haben gelesen, dass hier in der Lagune irgendwo Flamingos sein sollten. Und ja, wenn Flamingos da sind, dann wollen wir die auch sehen, oder? Los geht's. Los geht's. Also ich habe trotzdem meine Handschuhe mit, aber ich glaube, die gebe ich dir nachher vielleicht. Ja, ist richtig kalt. Ja, vor allem mit der Kamera in der Hand. Aber hier ist auf einmal windstill fast. Wie ist das möglich? Es ist so eine kleine Art Insel, Halbinsel, wo ich dachte, es wäre noch exponierter und da ist einfach fast kein Wind. Schräg. Hier sollten die Flamingos sein, aber jetzt abgesehen vom Wind ist nicht viel hier. 2 Enten waren aber hier. Die darfst du nicht verschweigen. Ja, ein paar Enten mehr, ja. Die sind da durchgeschwommen in dem kalten Wasser. Wieso? Wieso? Aber ich glaube, die Flamingos sind windscheu oder ich weiß nicht. Also eigentlich wäre das ja hier sogar auch Puma-Gebiet, aber von denen haben wir natürlich auch noch nie welche gesehen hier. Ja, die sieht man halt auch wirklich so schwierig. Also ich glaube, einfach sehr scheu. Die einfach so vom bloßen Auge zu sehen, also wir als Unerfahrene, ja, fast unmöglich. Vielleicht sind wir an welchen vorbeigefahren, aber wir erkennen es einfach nicht, weil die so gut getarnt sind. Ja, das kann gut sein. Das kann gut möglich sein. Diese Landschaft hier in Patagonien, das ist einfach, das ist einzigartig. Mir fehlen die Worte. Ich hätte auch nie gedacht, dass über so weite Strecken mir die Landschaft so gut gefallen würde. Ah, nicht nur dir. Ja, es ist irgendwie,
Sehr speziell. Ja, es ist speziell, weil es ist ja nicht wahnsinnig lebendig oder also grün. Es ist eigentlich sehr karg, aber gerade das mit diesen Bergen zusammen und dann doch diese Lagunen, das sind so widrige irgendwie Teile, die doch zusammen hier so funktionieren. Ja, und ich glaube auch gerade dieses Entlegene, diese Weite dieser Landschaft macht so viel aus. Also, ja, das habe ich noch nie erlebt. So schön es auch hier ist, man merkt, dass langsam der Herbst anfängt und das gibt uns zu denken, denn ja, bald kommen die Anden und da wollen wir nicht im Winter oben sein, auf 4.000, 5.000 Meter bei Schneefall. Unser Fahrzeug ist nicht darauf ausgelegt und ich glaube, ja, vor allem wir sind auch nicht darauf ausgelegt, aber ja, das heißt Route überdenken und mal Gas geben. Und mal Gas geben, ja. Das heißt, machen wir uns fertig für die Grenze und das bedeutet eben auch, dass wir wieder Lebensmittel managen müssen. Man darf ja keine frischen Sachen über die Grenze nach Chile reinnehmen. Wobei diese Grenze ja eigentlich ganz gemütlich sein sollte. Ja, wir haben es so gehört, aber ja, eine Restunsicherheit ist trotzdem immer da. Und wir haben uns wieder mal verschätzt mit den Orangen vor allem. Mit den anderen Sachen geht's, aber ja, jetzt haben wir beschlossen, wir machen mal Orangensaft. Ich weiß nicht, ob das wirklich durchgeht, weil das sind ja immer noch frische Orangen. Aber ja, vielleicht trinke ich das dann bis zur Grenze oder wir stellen es in den Kühlschrank und dann ist es halt Orangensaft. Mal gucken, was sie dann dazu sagen. An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Seit bald 2 Jahren vertrauen wir, genauso wie 38 Millionen andere Nutzer, auf den VPN von CyberGhost, sobald wir online gehen. Gerade da wir uns auch regelmäßig in öffentliche WLAN-Netze wie an Campingplätzen, in Cafés oder auch mal am Flughafen einloggen, ist CyberGhost VPN für uns nicht wegzudenken. Mit dem VPN werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also anonym sind und niemand auf unsere Daten und Aktivitäten zugreifen kann. Nicht mal CyberGhost selbst. Aber selbst wenn wir über unser eigenes Starlink online gehen, nutzen wir den VPN von CyberGhost, denn neben der Sicherheit hat er noch einen weiteren großen Vorteil. Mit den über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und so können wir auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus gucken, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte und das können auch die von Freunden und Familie sein. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung erhält ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Somit könnt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate gratis nutzen und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein.
Also ich glaube, hier vorne ist dann gleich mal die Grenze. Sieht nach einem kleinen Häuschen aus. Mal schauen, wie schnell wir da durch sind. Es sind noch ein paar Motorradfahrer hier, aber das sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Sonst ist niemand hier. Also von dem, was ich gelesen habe, sind diese, sage ich mal, 10 Motorradfahrer wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die das ganze Jahr über hierher kommen. Es ist so ein kleiner Grenzübergang. Ja, ich hoffe, die sind darauf ausgelegt, dass heute gerade so viele Leute sind. Man merkt, die haben alle den wenigen Wind abgewartet, der heute ist. Ja. Ich glaube, der lässt uns durch, oder? Du bisschen süß. Ein richtig süßer Hund. Die Grenze hier ist sehr speziell, denn es ist, glaube ich, die einzige, in der noch nichts digital gemacht wird. Man sieht auch durchs Fenster schon das große, dicke Buch, in das sie alles eintragen. Es funktioniert alles analog und ja, bin gespannt, wie das dann so ist. Das ist schon eine Kuriosität. Ja. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Also es ist tatsächlich die einzige Grenze, wo alles per Hand stattfindet, nicht digital, und deswegen muss man hier auch einen Stempel in den Pass holen, damit das die Ausreise belegt. Sonst könnte man das ja nicht nachvollziehen. Wir haben einen argentinischen Stempel. Nur dank dieser Grenze. Es gibt es sonst nirgends. Ja, sonst wird es immer nur elektronisch gemacht. Ja. Jetzt fahren wir noch, er hat gesagt, glaube ich, 10 Kilometer. Das ist wieder so ein Teil zwischen den Staaten oder zwischen den Grenzen, und da kommt dann der chilenische Teil. Auf jeden Fall den argentinischen Teil haben wir jetzt durch. Der Beamte hat uns außerdem noch gesagt, dass jährlich etwa 2000 Menschen nur hier durchkommen. Das ist wirklich wenig. Vielleicht ist das der Grund, dass sie noch nicht digitalisiert haben, dass sich das einfach nicht lohnt für so wenig Leute, oder ich weiß auch nicht. Aber das ist eine richtig kleine Grenze. Ist auch ganz schön beschwerlich, muss man sagen. Weiter nördlich, gar nicht mal so weit nördlich, gibt es eine andere Grenze über Asphalt, die schon definitiv größer ist und auch auf größere Mengen ausgelegt ist. Aber ich finde die total sympathisch. Ich feiere das total. Und in so einer schönen Landschaft, was will man mehr? Das ist doch perfekt. Ja, voll. Das ist ja richtig schön. Ja. Schau mal, was ist das da vorne? Ich glaube, das ist ein Fuchs. Ah ja. Ja, komm, lass uns kurz anhalten. Oh, voll süß. Oh, wie süß der Kleine ist. Oh, ist so flauschig. Oh, der war ja richtig süß. Und ja, es ist quasi nur ein Fuchs, aber trotzdem. Babyfuchs war es. Der war voll klein. Und ja, einfach diese Tiere hier in Patagonien so frei und wild zu sehen, ist trotzdem immer schön. Auch wenn es nur ein Fuchs ist. Für mich ist es nicht nur ein Fuchs. Nee. So cool. Gut, jetzt sind wir beim chilenischen Teil angekommen. Ist einfach so eine schöne Strecke. Ah ja, und Hunde gibt es hier natürlich auch. So, mal sehen, wie das hier läuft. Das wird sicher auch gut gehen. Das ging wirklich sehr schnell, aber nicht, weil wir so schnell fertig wurden, sondern er hat einfach die Pässe genommen und uns zum Warten geschickt. Anscheinend ist dieser Teil hier ein bisschen... Ja, sie machen einen nach dem anderen. Ja. Und jetzt zum Beispiel nicht diese Motorradgruppe auf einmal, so wie es die in Argentinien gemacht haben, sondern jetzt kommt alles einzeln.
Das wird eine Weile dauern. Ja, das sind locker 10, 15 Leute, die vor uns drankommen. Aber ja, gehört dazu. Wir haben ja unseren Van, unser Zuhause mit. Da gibt es feinen Kaffee und vielleicht was zu essen. Ich glaube, da finden wir was. Ja, ja. Vielleicht können wir was wegessen, was wir eh nicht einführen dürfen. Ahoi. Hast du ein bisschen Angst vor Pferden? So, die Tür lässt sich nicht mehr richtig öffnen. Wahrscheinlich wegen dem Schotter, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber sonst sind wir zufrieden mit Jimmy. Der macht ja alles mit. Ja, voll. Am besten WD-40 und dann läuft alles wie neu. Die Lösung für alle Probleme. Ein bisschen Genau. WD-40. Haben wir auch genommen, als wir krank waren. Genau. Ich finde, wir haben die perfekte Aufteilung. Ich mache Kaffee, Roberto geht mit Tieren kuscheln und repariert die Tür. Was will man mehr? Das ist doch ideal. Beim zweiten Anlauf hat jetzt alles geklappt. Wir haben eine Stunde gewartet. Ja, über eine Stunde, glaube ich. Aber dafür konnten wir auch noch ein zweites Frühstück genießen um 4 Uhr nachmittags. Jetzt sind wir endlich durch mit den Papieren. Jetzt müssen wir nur noch die Schranke aufmachen. Und dann geht's weiter. Wir sind in Chile! Yay! Wieder mal. Seltsam, wir sind in einem anderen Land und Patagonien sieht immer noch genau gleich schön aus. Ja, wir sind jetzt im Patagonien-Nationalpark. Der geht nämlich von der Grenze aus bis etwa 90 Kilometer von hier. Da fahren wir einmal quer durch. Es gibt übrigens auch einen argentinischen Patagonien-Nationalpark, der ist aber viel kleiner und da sind wir schon vorbei. Auf jeden Fall, ja, sagt das Navi, also Google Maps sagt, wir brauchen jetzt 2,5 Stunden für diese 90 Kilometer. Ist auch weiterhin, glaube ich, fast alles Schotter. Ja. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Oftmals sind wir einiges schneller, als was Google Maps denkt, aber manchmal ist man in Südamerika eben auch viel länger unterwegs, als Google Maps denkt. Wir werden sehen. Ob auf argentinischer oder chilenischer Seite, die patagonische Steppe zieht uns immer wieder in ihren Bann. Wenn die warme Nachmittagssonne die trockenen Gräser zum Leuchten bringt, die scheinbar kalte und unnahbare Landschaft an uns vorbeizieht, kommen wir nicht umhin, sie jedes Mal aufs Neue zu bestaunen. Es sind die Gegensätze von Wärme und Kälte, Kargheit und Vielfalt, dieses grobe Sanfte, das diese Faszination in uns auslöst. Für uns ist Patagonien nicht nur eine Region, es ist ein Gefühl. Hallo zusammen! Geht's rein? Geradeaus? Oder zurück? Ja, wo jetzt? Wo muss ich durch? Wir haben keinen Plan. Vielleicht verstehen Sie Schweizerdeutsch nicht. Probier's auf Spanisch. Perdón, ¿por Cochrane? ¿Dónde se tiene que ir? ¿Allá? ¿O atrás? No, Sie sind einfach grundsätzlich unkooperativ. Ja, voll. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jojo, ciao, ciao. Auch diesmal sind es die Begegnungen, die den Weg nochmal besonders machen. Während uns die gefühlt endlose Schotterstraße weiter durch die Landschaft führt, teilen wir einen kleinen Abschnitt des Wegs sogar mit einigen Wanderern. Gracias. De nada. Un placer. Carrerita.
schlussendlich haben wir doch sehr viel länger gebraucht, als wir dachten. Wir wollten eigentlich im Patagonien-Nationalpark übernachten und waren auf dem Weg zum Campingplatz. Wir waren auch wirklich ein paar hundert Meter davor schon und da war auf einmal die Straße blockiert. Kurz vor uns ist ein Camper da durchgefahren und eben liegen geblieben, hat die ganze Straße mit dem Camper blockiert, denn die Kabine ist ihm hinten runtergefallen. Also es war ein Truck-Camper und die Kabine lag komplett schräg und der Van konnte sich nicht mehr bewegen. Es ist nicht nur die Kabine runtergekommen, sondern der gesamte Rahmen ist gebrochen von diesem Truck-Camper. Das hat ja fürchterlich ausgesehen und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Dass einfach der Rahmen hinter den Rädern einfach abbricht. Das war eine Familie im Urlaub und die haben jetzt natürlich das Problem mit dem Auto. Wir sind dann halt eine Zeit lang da geblieben und wir wollten auch helfen, aber dann kam auch die Ranger. Ja, noch weitere Leute und haben versucht zu helfen. Genau, aber im Endeffekt, man konnte ihnen in dem Moment nicht helfen. Es kamen auch Ranger dazu und die meinten dann so, sie sperren jetzt die Straße, da kommt niemand mehr durch und sie müssen gucken, dass sie es in den nächsten Tagen gelöst kriegen, weil heute war da nichts mehr zu machen. Die Familie ist in einem Hotel untergebracht worden und wir sind dann auch aus dem Park dann rausgefahren und Richtung diesen Platz. Ich habe keine Ahnung, wie es draußen aussieht. Soll eigentlich schön sein, der Beschreibung nach. Wir stehen neben einem Fluss. Ja, genau, das wissen wir. Aber ansonsten, also es ist ja schon stockdunkel. Wir sind natürlich der Klassiker in einem neuen Land und wir fahren in die Dunkelheit, in die Nacht rein. Also perfekt. Und wahrscheinlich ist euch auch aufgefallen, dass wir Gemüse und Früchte auch mit über die Grenze genommen haben. Ups. Ja, aber die haben auch wirklich gar nicht gefragt. Sie waren halt einfach entspannt da oben. Ja. Wir machen jetzt unser Abendessen. Es war wirklich ein langer Tag, aber wir möchten uns auch unbedingt noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld zurück Garantie. Und damit verabschieden wir uns und im nächsten Video finden wir zusammen raus, an was für einem Spot wir hier tatsächlich stehen. Hasta luego! Hasta luego!